Der Chaco von Paraguay. Warum möchte man überhaupt hier wohnen? Es ist eine Mischung aus Schlamm und Staub. Dennoch leben manche Menschen gerne hier. Warum? Diese Freiheit, diese Weite, die Sonne und die Ruhe. Ich wollte wissen, wie lebt und arbeitet man hier eigentlich? Heute geht es um Fragen rund ums Wohnen und Arbeiten in den Mennonitenkolonien. Wie ticken die Menschen hier? Mennonit gleich sehr arbeitsam. Das ist Fleißig. überall, ja. Wenn du als Ausländer hier in den Mennonitenkolonien arbeiten möchtest, musst du wissen, Dass jeder, der hier wohnt und Mitglied ist, dass er einen Beitrag leistet. und kannst du hier eigentlich gute Arbeit finden? Je höher der Bildungsgrad ist, umso leichter ist es. Das muss man tatsächlich sagen. Danke für euer Abstimmen. Es ging klar zugunsten von Leben und Alltag in den Kolonien aus. Es haben relativ wenig Leute für Indigene gestimmt, aber wir können das ein andern Mal nachholen. Ich habe jetzt Neuigkeiten für dich. Und zwar können wir beim nächsten Mal tiefer gehen mit mehr Themen über die Mennoniten in Paraguay, zum Beispiel Frauen, Bildung oder Gesundheit. Oder wir schieben ein anderes Thema ein, bevor es mit Paraguay weitergeht, und zwar Brasilien. Ich bin nämlich gerade in einer der deutschen Kolonien hier in Südbrasilien, Terra Nova, und habe die Möglichkeit, einige Kolonisten zu interviewen. Also, wenn du willst, dass wir beim nächsten Mal mit Paraguay weitermachen, kommentiere jetzt Paraguay. Wenn du einen kurzen Abstecher nach Brasilien machen möchtest, kommentiere jetzt Brasilien. Schreib mir schon jetzt in die Kommentare, damit ich beginnen kann, die Stimmen auszuzählen. Aber heute werden wir eure Fragen aus den Kommentaren beantworten und gleichzeitig die guten und schlechten Seiten übers Leben in den Mennonitenkolonien erfahren. Nämlich, wie gehen die Mennoniten eigentlich mit Fremden um? Wie teuer ist das Leben dort verglichen mit dem Rest von Paraguay? Wie kann man in den Kolonien als Ausländer wohnen? Und kann man in einem der lokalen Betriebe eigentlich arbeiten? Und vielleicht gibt es die ein oder andere Alltagsbesonderheit, die mich persönlich überrascht haben. Wir sehen uns später im Video wieder und bis dahin viel Vergnügen. In der Zwischenzeit lasst uns Philadelphia besuchen, die größte Stadt des Chacos mit etwas über 20.000 Einwohnern. Hier treffen wir Domenica. Also Domenica, du bist ja schon so viel gereist, aber du lebst jetzt trotzdem hier. Was gefällt dir so am Leben im Chaco? Es ist sicherlich nicht der Staub im Winter, aber es ist die Freiheit. Ja? Ja, so wie du sagst, ich habe wirklich schon viele Länder gesehen, besucht und auch länger mal im Ausland gelebt. Ich liebe es, überall zu sein, aber ich weiß auch jedes Mal, was ich habe, wenn ich zurück in den Chaco komme. Wie würdest du die Menschen beschreiben, die hier leben? Wir sind vielleicht etwas schüchtern, zurückhaltend und eher etwas unsicher, vor allem wenn fremde Leute auf uns zukommen. Aber ansonsten sehr hilfsbereit, nett und ja, fleißig auf jeden Fall. Wir sind eine Leistungsgesellschaft, das merkt man immer wieder. Ja. Und die Arbeit zählt wirklich enorm viel bei uns. Aber die Mennoniten werden nicht nur sehr arbeitstreu gesehen. Alvaroni, der im Chaco aufgewachsen ist, erzählt uns, wie der Rest von Paraguay die Mennoniten sieht. Mit der Arbeit zusammen, sage ich mal, oder verbunden ist auch das Vertrauen. Die Paraguayer wundern sich immer, wie halt in den Kolonien so sehr vieles alles noch per Handschlag läuft und nicht für jedes kleines Detail einen Vertrag unterschrieben muss. Du hast dir vorher gerade deine Geldbörse und Schlüssel und Handy liegen lassen, als du auf der Toilette warst. Ja, genau. Ich war gestern mit einer Freundin bei einer Tankstelle und sind mal einmal kurz rein was einkaufen. Und ich habe draußen meinen Pickup mit Motor laufend stehen gelassen. Vergessen, ist ja auch nicht abgeschlossen. Und die hat voll die Krise bekommen. Und ich sage, ne, easy. Also ich sage immer, ich habe Vertrauen zu anderen, bis man mir das Gegenteil beweist. Aber das ist im Chaco sehr Mode. Also in den Kolonien, selbst Leute fahren weg und lassen ihre Häuser offen, also ohne abzuschließen, kein Thema. Also sehr viel Sicherheit, sehr viel gegenseitiges Vertrauen, weil es immer so war, man kennt jeden. Also jeder kennt jeden, so wie es in einem kleinen Städtchen ist. Ja. Und ja, natürlich, das ändert sich auch langsam, das geht langsam verloren. Aber es ist noch so ein bisschen, ich sag mal so, im Blut drinnen. Das hört sich jetzt positiv an, aber es gibt doch sicher auch kritische Meinungen über die Mennoniten. Wie die Paraguayer uns Mennoniten sehen, ja, die sehen uns ein bisschen
cerrado, sagen die immer, also geschlossen. Ja? Ja. Die glauben immer, wir wollen uns nicht mit ihnen mischen. Die deutschsprachigen Leute untereinander sehr stark sich verbunden fühlen und folgedessen zusammenhalten und das von der allgemeinen Bevölkerung vielleicht oft als geschlossen angesehen wird. Da frage ich mich, wie reagiert man hier gegenüber Fremden? Ist diese Vorstellung, dass die Mennoniten gern unter sich bleiben, wahr oder ist das veraltet? Stimmt's eigentlich? Viele Leute wünschen sich nicht, dass neue Leute hierher ziehen. Ich würde sagen, das ist am Anfang auf jeden Fall so gewesen. Das war ja selbst so, es gibt hier 3 Kolonien und alle 3 Kolonien sind deutsch-mennonitische Kolonien. Und es war anfänglich überhaupt nicht üblich, dass jemand aus der Kolonie Fernheim eine Person aus der Kolonie Menno heiratet. Also das war anfänglich noch eher schwierig. Dann sind aber auch die ersten Ehen mit Latein-Paraguayern entstanden dadurch, dass die Ruta Trans Chaco gebaut worden ist. Dann kamen Leute hierher, um hier zu arbeiten, und da haben sich die Mädels verliebt. Obwohl, man muss sagen, das passierte auch schon während des Chaco-Krieges. Ja. Das wurde gar nicht gerne gesehen. Ich meine zu behaupten, dass die Kolonie doch inzwischen offener geworden ist, dass man nicht erwartet, dass alle, auch gerade die Leute, die jetzt aus dem Ausland kommen oder irgendwo auch aus anderen Teilen Paraguays, alle das Gleiche machen wie wir. Ich glaube, da ist doch inzwischen schon eine Toleranz. Ein weiterer Horizont. Ja. Auch wenn die Mennoniten an der modernen Welt teilnehmen, technologisch, wirtschaftlich und so weiter, ist das Unterhaltungsangebot aber begrenzt. Es gibt nicht so viel zu tun. Es gibt zum Beispiel kein Theater oder Kino, aber es gibt Museen, Sportevents und ein paar Cafés, wo man einen schönen Nachmittag verbringen kann. Feiertage sind streng. Nicht mal tanken konnten wir an einem Feiertag. Ja, heute am Feiertag kriegen wir sogar bei der Tankstelle keinen Benzin. Alles zu. Und man muss auch beachten, dass Montag hier oft ein Ruhetag ist. Ja, wir vergessen immer, dass hier montags vieles zu ist. Deshalb fahren wir gerade herum und schauen, ob wir irgendwo ein Kaffeehaus finden, das offen hat. Was für mich ungewohnt war, auch untertags gibt es strenge Pausenzeiten. Mittags kündigt dieser Gong die 2-stündige Mittagspause an. Hör mal hin. Dann sind mittags alle Geschäfte zu. Abends hört man den Gong dann nochmal in der ganzen Stadt, dann für den Feierabend. Dann fahren die Arbeiter oft mit dem Rad nach Hause. Rad ist ja eigentlich ungewöhnlich in Paraguay, aber hier machen sie es. Sie kommen dann so angeschlichen hinter dir am Gehweg, bis man sich erschreckt, weil sie klingeln auch nicht. Ich weiß nicht, vielleicht ist das unhöflich, ich weiß es nicht. Lokale, die mir aus folgenden Gründen empfohlen wurden, waren Adinas Café mit super Torten und dem wöchentlichen Highlight für die Deutschen. Wir sind erst eine Woche hier, aber wir wissen schon, dienstags gibt es immer frisches Brot. Brot. Und eine ziemliche Neuheit in Philadelphia, aber bereits sehr beliebt, ist Que Barbaro, ein gutes Grillrestaurant, wo man auch bowlen kann. Und dann noch Coffee Break Philadelphia, die auch Montag offen haben. Und da ist mir auch das aufgefallen. Auffällt, ist, dass hier in Geschäften, auch bei der Gemeinde, es gibt immer jemanden, der Deutsch spricht und dann wer, der nur Spanisch spricht. Ja, es gibt sicher Ausnahmen, aber viele Geschäfte werden meist von deutschsprachigen Menschen geführt, also Mennoniten wie auch Deutsche. Von kleinen Läden bis zum Mechaniker. Die Arbeiter sprechen manchmal Deutsch, aber meistens Spanisch oder auch indigene Sprachen. Und man kann auch beobachten, je nachdem wie die Konstellation ist, dass die Menschen zwischen Spanisch-Deutsch und Plattdeutsch wechseln. Also je nach Herkunft und vielleicht auch Alter, denn junge Mennoniten sprechen manchmal gar kein Plattdeutsch mehr. Man muss aber nicht unbedingt Deutsch sprechen, um sich hier wohlzufühlen. Wir haben US-Amerikaner und Kanadier kennengelernt, die dort sehr glücklich sind und sich dann auch nur mit Spanisch in die Gemeinschaft eingliedern, weil sie halt auch die gleichen Werte vertreten. Die machen dann mit beim Essen oder Dekoration vorbereiten, wenn es Feste gibt zum Beispiel.
Das Gemeinschaftsleben ist ja stark. Die Kolonisten sind nach wie vor christlich-konservativ mit starkem Familienzusammenhalt. Die Menschen gehen in die Kirche und organisieren gemeinsam Feste. Es gibt verschiedene Kirchen und sonntags gehen da fast alle hin. Teilweise gibt es deutschen oder spanischen Gottesdienst. Wie sieht's mit den Preisen aus? Wir machen uns auf den Weg zum Supermarkt. Im größten Supermercado der Stadt scheint alles schön geordnet. Auch viele Importprodukte. Aber Ja, unser Lieblingscafé kostet hier 84.000, in Asunción nur 66.000. ja, beim Kaffee macht das gute 2 Euro Unterschied. Das ist fast 30% teurer. Aber wie viel teurer kam unser gesamter Einkauf verglichen mit Einkaufen in Asunción, der Hauptstadt von Paraguay? Ja, also einkaufen hier in Philadelphia kommt uns eigentlich ein bisschen teurer vor, oder? Genau, ja. Schon ungefähr 10% teurer, als was wir sonst in Asunción zahlen. Auch ein Unterschied war, dass wir unsere Taschen nicht mit reinnehmen haben dürfen, obwohl es so sicher sein soll. Und was war sonst noch? Ah ja, und die Geschäfte sperren hier schon sehr früh zu, 18 oder 19 Uhr und sonntags gar nicht offen. Weißt du vielleicht, warum man hier beim Supermarkt die Tasche nicht mit reinnehmen darf? Ich hätte mir so gedacht, gerade hier. Ja, nicht? In Asunción ist ja das erlaubt, ja. Also ich habe es mehrfach versucht. Ja, und ich wurde ständig abgewiesen, gesagt, nein, die Tasche nicht. Aber ich habe gesagt, die ist doch klein, wo soll ich dann mein Handy, meinen Schlüssel und so weiter lassen? Ja, abgeben. Wird so viel geklaut oder was ist los? Ich glaube nicht. Ich denke eher, dass wir hier vielleicht etwas misstrauischer sind. Ah, okay. Aber das ist Interessant, nur ja. meine Empfindung, Okay. meine Vermutung. Ja, uns ist auf jeden Fall aufgefallen, dass es hier teurer ist. Mhm. Ja. Ja, das Leben ist hier teurer. Nun, das ist auch darauf zurückzuführen, wie ich das schon gesagt habe, wir zahlen wirklich hohe Beiträge an die Kolonie, damit die Straßen funktionieren, dass wir unsere Versicherungen haben, dass unsere Leute im Altersheim wo unterkommen, und zwar gut unterkommen. Das, denke ich, trägt alles mit dazu bei. Zu diesen Beiträgen an die Kolonie gleich noch mehr. Vorher will ich dir noch mögliche Unterkünfte zeigen. In Philadelphia kann man natürlich im Hotel Florida bleiben. Die haben abends auch zu essen und wurde uns schon wärmstens empfohlen. Ja, ein schrecklich schönes Hotel, da kann man rastlich gut eten, vernünftig schlafen. Aber wir hatten das Glück, dieses nette Häuschen mitten im Zentrum zu finden. Domenica, wir sind hier. Wir haben uns ein nettes Häuschen von dir gemietet. Es gefällt uns wirklich sehr gut, mit großem Garten. Ja, fein. Hast du oft Besucher eigentlich? Ich erzähl dir mal, wie es eigentlich dazu gekommen Ja, ist. gerne. Ja? Ich reise sehr gerne, hast du ja vorhin auch schon festgestellt, ja. Und irgendwann habe ich mal davon geträumt, wenn ich ein kleines Ferienhaus hätte und das vermieten könnte, dann würde ich ständig neue Leute kennenlernen aus aller Herren Länder. Und das wäre ja eigentlich wie Reisen. Und da war es uns wichtig, das quasi wie ein geschütztes Haus für die Kolonie Fernheim herzustellen. Okay. Und deshalb haben wir das komplett renoviert und in den ursprünglichen Zustand zurückverwandelt. Ja, ihr habt das Flair und so erhalten, ne? Aber trotzdem dann auf die Qualität geschaut bei den Fenstern und so weiter, ne? Also Ja. gute Fenster. Ja, und vor allem hier im Winter staubt es hier schon deutlich mehr als da, wo ich wohne. Und von daher sind Fenster wirklich das ist kein Luxus, sondern das ist etwas, was dem Leben im Haus noch mehr Qualität gibt. Ja. Wer übrigens hinter diesen Qualitätsfenstern steckt, sehen wir später im Video. Wenn du Interesse hast, Philadelphia zu besuchen und vielleicht in diesem netten Häuschen zu wohnen, kannst du gerne kommentieren oder mich auch kontaktieren. Aber die folgenden Fragen werden dich dann sicher auch interessieren. Das heißt, jeder, der hierher kommt, kann sich ein Haus mieten, oder? Aber kann man sich auch ein Haus kaufen? Es ist so, dass in Philadelphia selbst diese Grundstücke auf dem Namen der Genossenschaft liegen. Das sind diese Kooperativas, von denen hier Richtig. immer gesprochen wird. Ja, genau. Die mennonitischen Kolonien organisieren sich selbst. Das heißt, Schule, Krankenhäuser, Straßen werden nicht vom Staat betrieben, sondern von den Kooperativen.
Finanziert wird das durch Mitgliederbeiträge. Wie viel das ist, erfahren wir gleich. Viel wichtiger erstmal, kannst du da als Ausländer überhaupt mitmachen? Die Möglichkeit besteht schon, dass man als Außenstehender hierher kommt und ein Haus kaufen kann oder auch ein Grundstück. Dafür sollte er vorhin probeweise hier in der Kolonie gelebt haben. Und sich eben auch versuchen einzubringen in die Gesellschaft. Und wenn er dann tatsächlich entschieden hat, hier sesshaft zu werden und die Kolonie diesen Antrag genehmigt, dann ist da eine Pauschale zu zahlen. Ich habe eine ausländische Familie kennengelernt, die waren gerade in dieser Art Probezeit für 1 Jahr, wo sie ihre Beiträge zahlten und danach wird entschieden. Aber warum ist das jetzt so aufgebaut? Und das ist einfach auch aus dem Grund, denn wir, die wir hier jetzt schon seit vielen Jahren wohnen, wir haben ja vom Staat gar keine Subvention oder Unterstützung bekommen und wir mussten uns das hier selber aufbauen. Natürlich, das wollen wir nicht vergessen. Dafür sind wir sehr dankbar, dass man uns hier so mit offenen Armen empfangen hat und dass man uns so viel Freiheit gegeben hat, aus diesem Gestrüpp hier etwas zu bauen. Und jetzt ist es so, diese Straßen, die es gibt oder die Schulen, die privaten Schulen, die Krankenhäuser, was auch immer, das wurde eben durch unsere zusätzlichen Beiträge, die wir an die Kolonie abzweigen, errichtet. Ja, glaubst du, wäre sowas in Europa vorstellbar? Hast du eine Ahnung, wie der Staat sowas sieht, eine Genossenschaft? Na, ich kann mir vorstellen, dass der Staat wirklich froh ist, dass er hier weniger investieren muss. Deshalb ist das von der Kolonie her so vorgesehen, dass jeder, der hier wohnt und Mitglied ist, dass er einen Beitrag leistet. Damit zahlen wir für uns die Krankenkasse sozusagen, aber wir helfen damit eben auch den Personen, denen es finanziell nicht so gut geht. Okay, also wie man sich dort organisiert, mag vielleicht erstmal vorteilhaft klingen, obwohl die Beiträge auch ganz schön hoch sein können, wie man uns nachher noch sagen wird. Ja, aber bei vielen kommt es erst gar nicht so weit, denn sie kommen mit den extremen Bedingungen im Chaco nicht klar. Es kann extrem heiß werden, bis zu 45 Grad. Es gibt lange Trockenzeiten und extrem viel Staub. Da ist Anpassung nötig. Diese extreme Trockenheit und dann auch wiederum diese großen, langanhaltenden Regen, wenn es fast zu einer Überschwemmung kommt, führen eben dazu, dass die Erde ganz intensiv arbeitet. Ja, die Erde arbeitet. Ich erwähne das, weil das für neue Leute wichtig ist zu wissen. Es ist nämlich wahrscheinlich ein Grund, warum die Straßen hier auch oft nicht asphaltiert sind. Aber falls du hier ein Auto kaufen willst, musst du wissen, die Mennoniten fahren fast alle mit Geländewagen. Die Straßenarbeiten werden, wie gesagt, von den Genossenschaften finanziert. Wie viel musst du da jetzt einzahlen? Von Kolonie zu Kolonie variiert das. Jedoch konnte ich in der benachbarten Kolonie Neuland erfahren, dass es einerseits feste Beiträge pro Person gibt, auch pro Hektar Land, das man besitzt oder pro Fahrzeug, plus ein variabler Anteil auf das Einkommen. In Neuland zum Beispiel 18% vom Nettogewinn. Das klingt viel, aber dafür wird hier auch vieles gut organisiert, auch das Abfallsystem, Sicherheit und die Straßen. Früher gab es ja gar keine Straße von Asunción in den Chaco. Mit dem Bau der Straße hat es dann zu Veränderungen im Chaco geführt und auch wie der Rest von Paraguay den Chaco sieht. Wo ich vor 20 Jahren aus dem Chaco nach Asunción gezogen bin und zur Universität gegangen bin, haben meine Klassenkameraden mir oft noch gefragt, na, wie sieht es dann im Chaco aus? Habt ihr da Strom? Habt ihr da Internet? Ich sage, na logisch, sonst wäre ich nicht da. Aber die haben oft so die Vorstellung, das ist alles wilder Westen, also Urwald, wilde Tiere, wilde Indianer. Und wir hausen da alles so in Zelten und diese Jäger-Sammler-Kultur. Und wenn man denen dann mal ein bisschen zeigt, wie es da aussieht, wirklich mit unserer organisierten Stadt, mit Asphaltstraßen haben wir zum Teil sind immer noch Erdstraßen, ganz klar, dann sind sie meist sehr überrascht. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber
Im Chaco steht eine riesige Veränderung bevor. Wenn du dir ein Leben hier überlegst, musst du das wissen. Denn mitten durch den Chaco entsteht gerade eines der größten Infrastrukturprojekte Südamerikas, der Biozeanische Korridor, eine Verbindung von Brasilien nach Chile, also vom Atlantik zum Pazifik. Eine alternative Handelsroute zum teuren Panama-Kanal und ein Abschnitt führt direkt durch das Herz des Chacos. Die Mennoniten selbst bauen diese Straße nicht. Gebaut wird das Ganze von internationalen Firmen und den betroffenen Staaten. Ich kann auch nicht sagen, was die Mennoniten davon halten. Es gibt sicher welche, die davon profitieren, von der neuen Anbindung, und sicher auch die, die genau das fürchten. Fakt ist, Handel, Transport, Reisen, alles wird schneller werden. Für Industrie und Wirtschaft entstehen neue Chancen. Die Umwelt ist ein anderes Thema. Und wie es den Menschen dabei geht, die dort leben, das wird wahrscheinlich durchwachsen sein. Gerne könnt ihr mir eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich wollte diesen Punkt aber auf jeden Fall erwähnen, da sich der Chaco in den nächsten Jahren sehr stark verändern wird. Wenn du es schon geschafft hast, bis jetzt dabei zu bleiben, interessiert dich ja vielleicht, wie man nach Paraguay ziehen kann. Paraguay zieht ja viele Ausländer an. Weißt du eigentlich, warum das so ist? Geschichtlich ist es darauf zurückzuführen, dass Paraguay vor rund 150 Jahren fast alle seine Männer und viel Land verloren hat. Das war der Krieg der Triple Alliance von Brasilien, Argentinien, Uruguay gegen Paraguay. Sehr fatal. Und seitdem hat Paraguay eine sehr freundliche Einwanderungspolitik, um das Land wieder zu bevölkern. Es war für uns sehr einfach, in Paraguay eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Gerne erzählen wir dir, wie es funktioniert hat, wenn du in die Beschreibung schaust. Auf jeden Fall, was sehr typisch ist unter den Auswanderern, viele ziehen irgendwo aufs Land und wollen ihr eigenes Ding machen. Das ist aber, wenn es noch nicht so klar war, im Chaco etwas anders. Dort ist Gemeinschaft viel wichtiger als Einsiedlertum. Die Arbeitsethik ist sehr wichtig und die Mennoniten arbeiten viel. Aber sie sind nicht in jedem Sektor vertreten. Zum Beispiel Das Gesundheitswesen, sei es als Mediziner oder als Pfleger. Und wir sind darauf angewiesen, dass andere Leute hier bei uns arbeiten. Was arbeitet man in den Kolonien sonst? Einerseits sind die Mennoniten groß in der Landwirtschaft, wie im letzten Video erklärt, aber auch Industrie und Handwerk, sowie die Kooperativen, die sich um den Betrieb von Geschäften, Schulen und Krankenhäusern kümmern. Und ganz nach deutscher Manier ist dort gute Qualität sehr wichtig. Aber alles zu seinem Preis, und das sollte jeder wissen, der hierher möchte. Es wird so oft angepriesen in Europa, wie billig oder wie günstig man in Paraguay leben kann. Ja, kann man, aber dann muss man sich dem paraguayischen Standard anpassen. Ja. Jetzt kommen oft Europäer, nicht nur Deutsche, generell, sei es Österreicher, Schweizer, Franzosen, und kommen mit ihrer deutschen Qualitätsvorstellung und ihrem deutschen Lebensstandard nach Paraguay und wollen aber nur die paraguayische Verhältnisse bezahlen. Das kommt nicht aus. Also wenn man in Paraguay mit dem europäischen Standard leben will, kostet er hier in Paraguay genauso teuer wie in Europa. Ja, wenn du Arbeit in Paraguay oder im Chaco suchen solltest, dann jetzt aufgepasst, vielleicht ist dieser Betrieb was für dich. Was ist jetzt deine Arbeit? Heute bin ich beruflich mit Casa Climatica unterwegs. Da sagt es, Casa Climatica verkauft nicht Klimaanlagen, wie sich das Wort auf Anhieb anhört, sondern wir verkaufen tatsächlich deutsche PVC-Fenster. Wer sind denn eure Kunden? Ja, und so waren die ersten Kunden erstmal alles die deutschsprachigen Mennoniten aus der Kolonie. Also der Chaco ist eine sehr trockene Region mit vielen Nordstürmen, die wirklich viel Sand und Staub aufwirbeln. Und der Staub, der ist so fein, der dringt überall durch. Und diese traditionellen Holzfenster oder auch Schiebefenster, wie sie hier sehr viel verwendet werden, da pfeift der Wind mit Staub zusammen durch. Und dank der Gummidichtungen dieser PVC-Fenster ist es staubdicht. Ja, diese Arbeit will ich dir jetzt zeigen. In Philadelphia besuche ich diesen von Mennoniten geführten Betrieb und bin überrascht, wie modern und organisiert alles wirkt. Jul erzählt mir mehr. Also Jul, du machst hier eine sehr deutsche Arbeit, oder? Was machst du? Also ich mache es ja nicht alleine, ich mache es mit meinem Bruder und mit einem weiteren Geschäftsführer, dem Alberoni, zusammen und mit vielen tollen Mitarbeitern, die wir haben. Natürlich. Aber ja, wir sind ein Architekturbüro, wir planen für unsere Kunden die Häuser komplett fertig und bieten alle
Mauer, also alle Öffnungen an, von der Eingangstür, Fenster, Garagentor, also alles, was an Öffnungen da ist, das machen wir auch wieder zu. Das sind jetzt aber Produkte, die sind in Paraguay nicht so häufig, oder? Nein, wird aber immer häufiger, aber wir könnten schon sagen, wir sind eines der Pioniere im Bereich PVC-Fenster. Ja, man hat diese Vorstellung von Qualität, man kommt dann hierher, man merkt, muss man eher danach suchen, ist nicht der Standard. Und dann freuen sie sich, wenn sie dich kennenlernen, oder? Ja, ein normaler paraguayischer Kunde, der kommt gar nicht auf die Idee. Der überlässt es dem Bauherren oder der Architekten, das Haus fertigzustellen, schlüsselfertig, wie man so sagt. Und der zieht ein und der lebt mit den Fenstern, die verbaut wurden. Und wenn der Architekt oder der Bauherr selbst noch nie die deutschen PVC-Fenster kennengelernt hat, dann kann er die da auch nicht verbauen. Würdest du sagen, hier im Chaco, wie viel Prozent der Leute haben solche Fenster? Ich würde mal sagen, vielleicht 20%. Das ist verglichen zum Rest von Paraguay wahrscheinlich viel, ne? Ja, sehr viel. Ja. Also würde mal sagen, paraguayweit liegt der PVC-Anteil vielleicht bei 3%. Ist vielleicht sogar schon hochgegriffen. Mich interessiert, wer sind die Arbeiter in diesem Betrieb? Das ist dann Sprechen wieder alle fertig. eure Mitarbeiter Deutsch? Nee, aber gut, die Hälfte. Die Hälfte? Ja. Hallo. Ist genaue Arbeit hier sehr wichtig? Ja, für uns schon. Ich würde auch sagen, dass wir was am Endprodukt von der Fertigung wir schon Vorreiter sind. Also was die Qualität am fertigen Fenster nachher betrifft. Ja. Jul, wie findest du es hier mit der Arbeitsmoral? Wir haben uns schon mit so vielen Geschäftsführern unterhalten in ganz Südamerika. Ja. Und es gibt immer wieder so die gleiche Beschwerde mit Pünktlichkeit, mit Leute kommen irgendwann gar nicht mehr. Gibt es Ja. ähnliche Probleme hier oder ist es besser? Ja, sagen wir mal, jetzt Pünktlichkeit würde ich nicht sagen. Da bin ich der Meinung, hat man ja auch als Geschäftsinhaber oder Geschäftsführer, geht man ja auch mit einem Vorbild voran. Also mein Bruder und ich, wir sind halt immer eine von den Ersten, auch in der Früh, die dann halt da sind. Aber du hast gesagt, eine bunt gemischte Gruppe, Ja, ja, aus verschiedenen Nationen. Und sie kommen hierher und lernen es erst von euch. Also die kommen nicht ausgebildet. richtig. Also es macht natürlich einen Unterschied, ob ich jetzt komme. Wir haben hier jemanden, der hat vorher als Schreiner gelernt. Der tut sich schon leichter, Ja. ganz klar. Oder wer eine Ausbildung hat, generell überhaupt. Also je höher der Bildungsgrad ist, umso leichter ist es. Das muss man tatsächlich Ja. sagen. Ihr habt hier noch was anderes, sehr Deutsches, oder? Ihr verkauft hier auch Bier? Ja. Wenn du dahin hinaus wolltest. Ja, also das, wir machen, das ist ein Hobby von meinem Bruder und mir. Das kommt einfach her. Wir kennen gutes deutsches Bier. Und ich habe dann auch 16 Jahre wieder in Deutschland gelebt. Und wo es dann wieder zurückging und ich das erste Mal hier wieder war, merkte ich, naja, gutes Bier gibt es hier nicht. Und ich hatte einen Arbeitskollegen zur damaligen Zeit, der zu Hause selber Bier gebraut hat. Und ihm bat ich dann, du, ich ziehe nach Paraguay, bringst mir noch vorher schnell das Bierbrauen bei. Okay. Können Kannst wir du uns das zeigen? gerne Ja. noch anschauen? Heißt, ist das euer Name hier? Ja, Chaparrón, Chaparrón. richtig. Das Chaparrón bedeutet Regenschauer. Ah, Und gerade jetzt für unsere Region, heute ist es nicht sehr warm, aber hier haben wir das so, es sind viele heiße Tage und manchmal kommt so eine Wolke und dann nur lokal auf einer Stelle kommt dann so für 5 Minuten einmal so ein Regenschauer rüber. Und wir verbinden das hier, das ist so, wenn es mal so sehr heiß ist, dann sagt man auf Umgangssprache, jetzt fehlt mal so ein richtiger Chaparrón, also so eine okay. Abkühlung. Und das passt ja aber auch zum Bier nach so einem harten Tag. ja. Dann sagt man, jetzt aber mal Chaparrón. Ist ja auch eine Erfrischung, eine Abkühlung, so daher, der Name ist eigentlich Programm, ja. Ja, sympathisch, oder? Wenn du dich von diesem Betrieb angesprochen fühlst, schau nach den Kontaktdaten von Casa Climatica in der Beschreibung. Das ganze Filmmaterial von Casa Climatica sowie Interviews von all meinen Gesprächspartnern findest du übrigens in den Mitgliedervideos. Jetzt sag du mir noch Bescheid, ob du beim nächsten Mal mehr über Paraguay hören möchtest oder einen kurzen Abstecher nach Brasilien in die deutsche Kolonie Terra Nova. Ich freue mich über deinen Kommentar und über jedes einzelne Mitglied. Ich danke euch fürs Dabeisein und wir sehen uns beim nächsten Mal.